Leben wieder auf die Reihe bekommen will. Alle haben immer gesagt, du wirst sterben. Nein, ich habe überlebt und ich bin daran gewachsen. Wir erleben einen Aaron, der verliebt ist, glücklicher wirkt. Mit Haus, Hunden und bald einer eigenen Familie. Go, go, gaga. Vor 4 Jahren wohnte er noch in einer leeren Mietwohnung, konnte sich kaum T-Shirts leisten. Heute behauptet er, er sei wieder Millionär, mit vollgepacktem Kleiderschrank. Wir verdienen 40.000 bis 80.000 Dollar im Monat. Womit er noch immer zu kämpfen hat? Sie haben versucht, mich ins Gefängnis zu stecken. Sie wollten mich in die Klapse abschieben. Sie wollten die Vormundschaft übernehmen. Doch sie haben ihre Zeit und ihr Geld verschwendet. Denn ich bin immer noch hier. Lancaster in Kalifornien. Rund 1,5 Stunden außerhalb von Los Angeles wohnt Aaron Carter in einer kleinen Stadt mit gut 150.000 Einwohnern. Hier ist er nicht der kleine Bruder von Backstreet Boy-Sänger Nick Carter. Hier ist er kein abgestürzter Teenie-Star mit Skandalschlagzeilen. Hier kann der 33-Jährige sein Leben neu ordnen. Alles klar, Germany. Hello, Red. Welcome to the House of Carter. Direkt fällt auf, Aaron wirkt gesünder als bei unserem letzten Besuch in Florida, mental gefestigter. Stolz präsentiert er uns sein eigenes Haus mit über 3000 Quadratmeter Grundfläche, 8 Zimmern, Pool und eigenem Kinoraum. Immer an Aarons Seite seine Verlobte Melanie Martin. Nonstop halten sie während unseres Drehs Händchen, knutschen, kichern. Kein Wunder, denn Aaron und Melanie werden Eltern. Ich hätte nie gedacht, dass es jemals passieren würde. Es ist verrückt. Wir stehen immer noch unter Schock, glaube ich. Ich muss jetzt unsere Zukunft planen. Wie fühlt es sich an, Mutter zu werden? Überwältigend, aber ich habe auch Angst. Ich bin sehr nervös. Trotz mehrfacher Trennungen halten sie heute fest zusammen. Selbst an den Tagen, an denen Aaron immer noch unter Angststörungen, Panikattacken und Depressionen leidet. Direkt bevor ihr hergekommen seid, bin ich mit Panikattacken aufgewacht. Dann muss ich meine Medikamente nehmen und mich wieder in die Spur bringen. 6 Medikamente, die ich für meine mentale Stabilität nehmen muss. Dann kann ich wieder atmen, sprechen und fühle mich nicht so wie damals, als ich ein kleines Kind war und gesagt bekommen habe, was ich tun und sagen soll. Er spricht eine Zeit an, die sowohl die erfolgreichste und zugleich die schlimmste in seinem Leben war. Denn mit gerade mal 8 Jahren trällert sich Aaron Carter in die weltweiten Charts und scheffelt rund $500 Milliarden. Guck dir meine Dance-Moves an, ich höre gar nicht auf. Look, I know the routine. Oh my gosh! Aaron ist immer noch extrem stolz auf seine Erfolge. Überall hängen Auszeichnungen im Haus, denn ab 1997 verkauft Aaron Carter mehr als 10 Millionen Alben weltweit, tourt durch die Weltgeschichte und erobert die Herzen von Millionen von Fans. Doch hinter den Kulissen heißt es, ab 5 Uhr morgens Interviews geben, Konzerte spielen, nonstop abliefern. 8 Jahre ohne Pause. Die treibende Kraft hinter Aarons Erfolg, seine Mutter. Laut Jane Carter, keine große Sache. Wir machen meistens Dinge, die ihm Spaß machen, so wie heute. Es ist nicht wirklich Arbeit für ihn. Wir machen es so, als sei das ein Spiel für ihn. Ich habe den enormen Druck durch meine Mutter gespürt. Ich hatte ein Konzert mit 25.000 bis 30.000 Leuten, die auf mich gewartet haben. Ich war 10 und habe meiner Mutter gesagt, dass ich nicht auftreten will. Ich werde da nicht rausgehen und sie so, doch, das wirst du. Da warten 30.000 Leute nur auf dich. Wir hatten einen Riesenstreit im Hotelzimmer und ich habe einen Föhn nach ihr geworfen. Natürlich tritt Aaron auf. Mama Jane Carter sorgt dafür, dass ihre Söhne funktionieren, gibt Aaron sogar die Droge Xanax für mehr Power und künstliches Selbstvertrauen. Mit 10 Jahren trinkt Aaron Alkohol, mit 18 nimmt er Kokain. Seine Eltern verwalten Aarons Vermögen und bürden ihrem Sohn mit seiner Volljährigkeit mehrere Millionen Steuerschulden auf. Bis heute kann er oft tagelang nicht schlafen, leidet seit Jahren an einer Essstörung. Das kommt alles von dem stressigen Leben, das ich früher gelebt habe. Nicht regelmäßig zu essen, nie genug schlafen zu können in diesen jungen Jahren. Das hat mich heute total verkorkst.
Durch seine Vergangenheit fällt es dem 33-Jährigen heute schwer, anderen zu vertrauen. Zu oft wurde er ausgenutzt oder schlecht behandelt. Vielleicht hat er deshalb auch eine Schusswaffe direkt neben seinem Bett stehen. Die Waffe ist jede Nacht hier. Obwohl er täglich Medikamente schlucken muss und daher keine Schusswaffe bedienen sollte, geben sie ihm das Gefühl von Selbstschutz. Und du hast in jedem Raum eine Waffe? Ich habe in jedem Raum eine Waffe, in jedem Gang eine Pistole und sie sind immer geladen und bereit. Ich brauche Sicherheit, immer. Kaum zu glauben, denn er schildert, eine seiner traumatischsten Kindheitserinnerungen hat mit Waffen zu tun. An meinem 18. Geburtstag habe ich meinen Treuhandfonds bekommen und es waren ungefähr $4 Millionen. Und mein Vater wollte $280.000 Management-Provision und ich sagte, nein, das bezahle ich nicht. Du hast alle die Häuser, die Autos, all das Vermögen. Also holte er seine 44er Magnum-Waffe raus, presste mich zu Boden und drückte direkt neben meinem rechten Ohr ab. Ich liebte ihn, aber ich hatte auch Angst vor ihm. Ich will nicht, dass mein Kind mal Angst vor mir hat. Aaron möchte, anders als seine Eltern, für sein Kind da sein. Doch ob er wirklich dazu in der Lage ist? Vor 5 Jahren war ich nicht bereit dafür. Finanziell, mental und spirituell. Aber ich habe eine Altersvorsorge, soziale Sicherheit, auch Backup-Pläne. Und ich habe Geld fürs Kind zurückgelegt. Ich will gerade auch in den Anfangsjahren dabei sein, ohne arbeiten zu müssen. Und mein Kind nicht nur 20 Minuten am Tag sehen. Er möchte eine funktionierende Familie. Seiner Mutter hat er verziehen, seinem Vater erst nach dessen Tod vor 4 Jahren. Doch immer noch hat er keinen Kontakt zu seiner Zwillingsschwester Angel und Bruder Nick Carter. Und erzählt von unglaublichen Kontaktverboten, durch die er angeblich nicht mal auf eine simple E-Mail seiner Geschwister antworten dürfte, ohne gegen das Verbot zu verstoßen. Ich habe eine einstweilige Verfügung von Nick und Angel bekommen und 4 Monate später war Weihnachten. Ich war ganz allein und bekam 2 E-Mails, eine von Angel und eine von Nick. Darin stand, frohe Weihnachten, Aaron. Ich hoffe, die Zeit heilt alle Wunden. Ich kann euch die E-Mails zeigen. Wenn ich darauf geantwortet hätte, wäre ich 2,5 Jahre im Knast gelandet. Sie wollten mich reinlegen, als ich alleine war. Umso glücklicher ist Aaron, dass er mit Melanie eine eigene Familie gründet. Als er seine Verlobte vor knapp 2 Jahren kennenlernt, ist sie ein sogenanntes OnlyFans-Model, präsentiert sich online freizügig für Geld. Doch Aaron gefällt das nicht und schließt mit Melanie eine Wette ab, die sein finanzielles Leben komplett verändert. Sie meinte, okay, wenn du $5.000 damit machen kannst, richtig? Dann lasse ich es bleiben. Ich habe einen Account eröffnet und in einer Stunde hatte ich schon $30.000 verdient. In einer Stunde. Ich spiele Gitarre. Nackt. Klavier. Nackt. Es gibt Leute, die meine Füße mögen oder wollen, dass ich mit meinem Bauch wackel. Manche wollen meine Achseln sehen oder meine Nippel. Vielleicht auch mal einen Zeh oder den kleinen Finger im Po. Und nicht nur mit seinen, sagen wir mal, nackten Talenten, auch mit seiner eigenen Klamottenkollektion macht er laut eigener Aussage rund $35.000 im Monat. Eine Babykollektion soll folgen. Im Juni tritt er sogar gegen den ehemaligen Basketballspieler Lamar Odom im Boxring an. Ob Aaron Angst vor dem 2,8 Meter großen Kontrahenten hat? Ich habe vor niemandem Angst. Die sollten eher Angst vor mir haben. Ich wurde schon 4-mal K.O. geschlagen. Meine Nase war 9-mal gebrochen. Mein Kinn. Ich habe mir meine Rippen und Hände gebrochen, aber ich bin immer wieder aufgestanden. Aaron Carter will für sein ungeborenes Kind gewinnen, das am 3. November zur Welt kommen soll. Ich bin mehr als glücklich. Manchmal wache ich auf und kann es kaum glauben, dass sich mein Leben so verändert hat und ich es nun auf die Reihe bekomme. Wir wünschen Aaron Carter, dass seine Träume endlich in Erfüllung gehen.